British Elvis. Oh, it's not true. It's not true. Beatles 64, so heißt eine Doku, die jetzt gerade neu erschienen ist auf Disney Plus. Ich verweise nochmal auf mein Video, das ich neulich gemacht habe zum Elvis 68 Comeback Special, The Fall and Rise of Elvis Presley. Habe ich euch oben nochmal verlinkt. Und jetzt legen die Beatles nach. Also für Freunde, die jetzt sowohl Elvis-Fans als auch Beatles-Fans sind, ist das natürlich wieder mal ein wunderbarer Herbst, eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Aber wir sind hierbei in Elvis Veritas. Ich bin Gerd und heiße euch alle herzlich willkommen. Und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, Elvis vs. Beatles 1964. Was war eigentlich los? Der große Durchbruch der Beatles in den USA, aber was machte eigentlich Elvis zu der Zeit? Wie reagierte er? Wie reagierten die Charts, die Hitparaden? Mein Video dazu mit Hintergrundberichten zu Beatles vs. Elvis in 1964. Nach dem Intro legen wir gleich los. Elvis Presley. Bevor wir loslegen, helft diesem Kanal, sich weiter zu verbreiten. Er ist ja auf einem sehr guten Weg, indem ihr mir einen Gefällt mir, ein Abo dalasst und die Alarmglocke aktiviert. Dann verpasst ihr nichts mehr. Vielen herzlichen Dank schon mal dafür. Und jetzt legen wir los. Am 7. Februar 1964 war es soweit. Die Beatles landeten auf dem JFK Airport New York, denn sie hatten immer gesagt, wir gehen erst nach Amerika, wenn die Chance auf eine Nummer 1 besteht. Und als sie ankamen, war tatsächlich bereits I Want to Hold Your Hand von den Beatles auf Platz 1 in den US Billboard Charts. Und bereits 2 Tage später kam es zu dem legendären Auftritt in der Ed Sullivan Show. Ed Sullivan war ja der Übershowmaster im amerikanischen Fernsehen. Seine Show, die von den 50er Jahren bis in die frühen 70er Jahre hinein lief, mit ihm als Moderator, hatte ja so ziemlich alle irgendwie namhaften Pop- und Rockstars zu Gast, unter anderem auch Elvis im Jahr 56 und im Jahr 57, wie wir alle wissen. Nachdem Elvis im Jahr 56 einen Zuschauerrekord in der Ed Sullivan Show eingestellt hatte, waren jetzt die Beatles die nächsten, die einen neuen Zuschauerrekord aufstellten. Am 9. Februar 64, als Ed Sullivan die 4 Jungs aus Liverpool ankündigte, waren über 73 Millionen Fernsehzuschauer in den USA vor den Bildschirmen. Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now, and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! Colonel Tom Parker, ein gewiefter Manager wie er war, ließ sich natürlich diesen Beatles-Erfolg nicht entgehen. Jetzt könnte man sagen, ja, ist doch für Elvis schlecht. Nein, er sprang ganz clever auf diesen Zug mit auf, indem er nämlich ein Telegramm an Ed Sullivan schickte und er gemeinsam mit seinem Schützling, mit Elvis, den Beatles einen großen Erfolg in our country, wie es heißt, in unserem Land, in den USA, wünschte. Ed Sullivan hatte es vorgelesen. Ja, und was tat eigentlich Elvis während dieser Zeit? Einen Tag später, am 10. Februar, erschien die Single Kissin' Cousins, eine Auskopplung aus dem Soundtrack zu dem Film. Der Song wurde ja bereits im Jahr 63 aufgenommen, aber jetzt erst veröffentlicht. Und es war für Elvis eine, ich sage mal, relativ erfolgreiche Single. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, warum das unter den gegebenen Umständen sogar eine richtig erfolgreiche Single war. Elvis hatte erst im Januar 64, also wenige Wochen vorher, seine vorerst letzte Studio-Session vollendet, wo er Songs aufgenommen hatte wie Memphis, Tennessee, Ask Me oder It Hurts Me. Und It Hurts Me kam als B-Seite auf die Single von Kissin' Cousins. Und diese Single musste sich jetzt durch diesen ganzen Beatles-Hype durchkämpfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Beatles nicht nur mit I Want to Hold Your Hand einen Nummer 1 Hit hatten, nein, sie waren doch mit etlichen weiteren Songs in den Charts vertreten und Elvis kämpfte sozusagen, wenn man so will, gegen diesen Trend, gegen diese Beatlemania, die ja Amerika vollständig erfasst hatte nach der Ed Sullivan Show, nach dem Beatles-Auftritt dort, kämpfte er dagegen an
und Kissing Cousins erreichte tatsächlich einen Platz 12. Und zwar 4 Wochen nachdem die Beatles in der Ed Sullivan Show aufgetreten waren. Am 12. März 1964 erreichte Kissing Cousins seine höchste Position mit Platz 12. Das hört sich jetzt nicht so toll an für Elvis, aber wir müssen berücksichtigen, dass in der gleichen Woche in den Charts, ich habe das mal recherchiert für euch, die Beatles die Plätze 1, 2, 3, 7 und 14 belegten. Ja, ihr habt richtig gehört. Und dazwischen ist Kissing Cousins. Ein Filmsong, ja, aber meiner Meinung nach einer der besseren. Und eine Single, die sich also wirklich gut verkauft hat, wenn man all die Umstände berücksichtigt, die zu dieser Zeit vorherrschten. Kehren wir kurz zu den Beatles zurück. Sie machten insgesamt 3 Auftritte in der Ed Sullivan Show, wobei einer davon aufgezeichnet worden war. Am 9. Februar ging man live und zeichnete noch einen weiteren Beatles-Auftritt auf, der dann aber erst Wochen später gesendet wurde, sodass die Beatles also tatsächlich live 2-mal in der Ed Sullivan Show auftraten und 3-mal wurden sie ausgestrahlt. Dieser ganze Beatles-Run in den USA ist eigentlich deshalb so erstaunlich, weil die Beatles kaum Konzerte gaben. Sie traten, wie gesagt, 3-mal in der Ed Sullivan Show auf und dann gab es noch 2 Live-Konzerte. Eines in der Carnegie Hall in New York, das angeblich, habe ich in einem Buch gelesen, EMI, die Plattenfirma, aufgenommen hat. Bisher hat man noch nie was davon gehört. Und der Auftritt, den man auch in der Disney Plus Doku sehen kann, Beatles 64, im Washington Coliseum. Eine Konzerthalle, in der Elvis Presley übrigens niemals aufgetreten ist. Also weder in den 50er noch in den 70er Jahren. Er bevorzugte in Washington immer eine andere Konzerthalle. Ja, und mitten in diesen Beatles-Hype hinein machte Elvis eine Charity-Aktion. Am 14. Februar ging er nach Long Beach in Kalifornien und übergab dem Leiter des St. Jude's Kinderkrankenhauses, Danny Thomas, die Yacht USS Potomia, die Elvis für $75.000 erworben hatte. Und also ersteigert hatte, muss man sagen. Und diese Yacht übergab er jetzt diesem Kinderkrankenhaus, die sie vermutlich wieder weiterverkauft haben und das Geld gebraucht haben. Aber es war eine nette Geste und es fand auch eine Pressekonferenz auf dieser Yacht statt. Und interessant ist, während dieser Pressekonferenz wurde Elvis auch über die Beatles gefragt. Und seine etwas spöttische Reaktion, das heißt spöttisch, seine etwas lustige Reaktion war, er wurde gefragt, was halten Sie von den Beatles? Und er drehte sich um und sagte, wo sind sie? Ja? Er hatte natürlich von der Beatlemania mitbekommen und dann sagte er eigentlich nur sehr wenig drüber, nämlich, dass er die Beatles wohl in der Ed Sullivan Show gesehen hatte und mehr dazu sagte er eigentlich nicht. Memento of the history of the United States of America. What do you think about the Beatles? The who? I knew this was going on. I've heard of them, about a year before. The first time I saw them was on the Ed Sullivan Show. Ja, das Jahr 64 und dieser Triumph der Beatles in Amerika, wie gesagt, momentan auf Disney Plus zu sehen. Wir sind zwar ein Elvis-Kanal, aber ich weiß, dass hier auch viele Beatles-Fans unter euch sind. Und selbst wenn man kein Beatles-Fan ist, lohnt sich das wirklich aus historischen Gründen, das anzusehen. Wie gesagt, Disney Plus Beatles 64. Eine Doku, exzellent restauriert, möchte ich kurz mal anmerken, mit einem sehr, sehr guten Ton. Vor allem die gesprochenen Passagen, das klingt so, wie wenn es heute aufgenommen wäre. Und das Bild hat man auch also wirklich sehr, sehr gut restauriert. Mein Tipp also für die Beatles-Fans unter euch, schaut euch diese Doku an. Ja, liebe Freunde, ich danke euch wieder ganz herzlich für euer Interesse. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, unsere Weihnachtsverlosung, die es gab für den 1000. Abonnenten. Der gute Herr hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, wir machen das Ganze einfach anders. Schreibt eine E-Mail und aus allen E-Mails, die eingehen, bis einschließlich kommenden Freitag, den 6. Dezember. Aus diesen E-Mails werde ich einen Gewinner auslosen und der bekommt dann das Weihnachtspaket, das versprochene. Dazu empfehle ich euch nochmal mein Video über das Elvis Christmas Album in Stereo. Dort war die ursprüngliche Verlosung. Schaut noch mal rein, dann wisst ihr auch, was euch in dem Paket erwartet. Ich danke wieder für euer Interesse und
Nächste Woche werden wir uns natürlich wiedersehen. Wir warten alle immer noch auf Spin-Out. Ihr, ich auch. Aber es gibt wieder viele neue Sachen zu besprechen und wieder neue Ideen. Ich bin übrigens auch immer dankbar, wenn ihr mir Anregungen schickt für Themen, wie ich das schon jetzt mal vor kurzem bekommen habe. Ganz herzlichen Dank dafür. Alles Gute bis dahin, bleibt gesund und Servus. Euer Gerd. Long live the King.